Willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr könnt uns durch Nordschweden und durch Lappland begleiten. Ja, heute geht's rückwärts los. So kann es manchmal gehen, wenn man sich verfranst hat. Navi hat uns hier hingeschickt, aber es wurde der Weg immer schlechter. Und jetzt müssen wir zurück. Ich glaube 300 Meter bin ich schon rückwärts gefahren. Es kann jetzt nicht mehr so weit sein. Blöderweise kommt hier eine Kurve. So, der Vlog geht gleich gut los. Wir sind hier eine ganz abseitige Straße gefahren und wir kommen hier einfach nicht mehr weiter. Also Susanne ist gefahren, die steht jetzt da und wir müssen jetzt wieder umdrehen. Hier sind zu tiefe Spurrillen, wo wir immer wieder aufsetzen. Und hier gibt es auch große Steine, wo man sich den Unterboden verschlagen kann. Und deswegen werden wir jetzt wieder umdrehen und zurückfahren, als wir das überhaupt hinbekommen, hier zu drehen. Mal sehen. Der Bus steht jetzt wieder in der Spur, jetzt müssen wir bloß noch die hucklige Straße zurück, was auch relativ schwierig ist. Boah, hier übelst die Spuren gemacht. Was auch relativ schwierig ist, ohne aufzusetzen. Kamedi. Also man hat hier so eine große Mittelspur, groß und locker. Und da setzt man natürlich immer auf, wenn die Räder links und rechts davon sind. Ich hoffe mal, dass wir gut durchkommen. Hedi. Oh, das war gar nicht so schlecht. Straßen ist echt übel. Also ein echt übler Weg. Wahrscheinlich hier nur mal dreimal lang gefahren zum Holz machen. Aber so für uns, da ist unser Bus einfach zu tief und das ist zu gefährlich, jetzt den Weg weiterzufahren. Aber Susanne hat es ja geschafft, so dass wir wieder raus sind. Oh, zum Glück. Schaut euch mal diese Spurrillen hier an. Und ging gut? Kinderspiel. Wir fahren jetzt zu einem kleinen Platz am Straßenrand, den wir vorhin gesehen haben. Und für eine Nacht reicht das vollkommen aus, denke ich. Close
So, die kleine Schluppe, das wird heute unser Nachtplatz. Aber ich denke, es ist okay, wir sind safe von der Straße weg. Außerdem ist das sowieso eine Straße, die nicht viel befahren ist. Und ich denke, das ist heute mal vertretbar, so zu stehen. Wir standen insgesamt 3 Tage an diesem idyllischen Platz und es fuhr insgesamt ein Fahrzeug voller freundlich winkender Menschen vorbei. Frisch erholt ging es anschließend für uns weiter in Richtung Norden. Storforsen ist der Name großer Stromschnellen am Pite Elven in der Provinz Norrbotten in Nordschweden. Bei einer Fallhöhe von 60 Metern wälzen sich durchschnittlich 250 Kubikmeter Wasser pro Sekunde talwärts, was sie zu den größten Stromschnellen Skandinaviens macht. Während der Wochen um die Mitsommerwende ist das Wasserniveau am höchsten. Dann fließen über 800 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ins Tal. Der Uferbereich ist gut ausgebaut. Die zahlreichen natürlichen Pools und kleineren Stromschnellen laden bei warmen Temperaturen zum Planschen und Baden ein. Wem das eiskalte Flusswasser zu kalt ist, der kann sich zum Aufwärmen an einer der vielen Grillplätze ein Lagerfeuer entzünden, für das von den Schweden Holz zur Verfügung gestellt wird. Am Fuße des Wasserfalls befindet sich ein kleines Hotel mit angeschlossenem Campingplatz, den wir 2019 ausführlich getestet und für sehr empfehlenswert befunden haben. Die Storforsen-Stromschnellen gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen in ganz Norrbotten und sind auch im Winter ein absolutes Highlight. So, das waren ein paar Eindrücke vom Storforsen. Es ist Wahnsinn, wie viel Wasser da runterkommt und wie viel Druck da drauf ist. Wahrscheinlich ist es auch gerade viel, weil es auch viel geregnet hat hier, aber es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Es ist inzwischen Abend geworden und wir nähern uns einer ganz entscheidenden Landmarke, die wir schon mehrere Male passiert haben. Aber heute haben wir uns vorgenommen, machen wir es erstmals richtig. Was wir da genau machen, seht ihr gleich. Es sind nur noch 4 Minuten Fahrt und 7,2 Kilometer. Jetzt wird es spannend. Jetzt ist es gleich. Hier rechts? Nee. Aber also, wir fahren jetzt drüber. Jetzt fahren wir drüber. Über den Polarkreis. Über den nördlichen Polarkreis. Jetzt sind wir drüber. Laut Navi sind wir jetzt drüber. Ja. Das war's. War hier der Platz? Ich glaube schon. Ja, wir parken so ziemlich genau auf dem nördlichen Polarkreis. Sind jetzt nur ein paar Meter drüber, 100 Meter oder sowas, und dann gleich rechts abgefahren auf so einen Rastplatz, Parkplatz mitten im Wald, nicht weit von der Straße weg, aber direkt am Fluss. Und hier werden wir auch bleiben. Wir sind total müde heute. Wir waren den ganzen Tag am Storforsen, haben da den Tag verbracht und sind jetzt richtig durch und machen jetzt Feierabend. Also bis morgen. Guten Morgen. Wundert euch nicht, warum ich so einen roten Kopf habe. Frühsport. Wir haben gestern Abend nochmal umgepackt. Wir sind dann hier so in einem kleinen Strand. Hier hinter mir ist gleich der See. Und wir nutzen jetzt die Morgenstunden, das gute Wetter, ein bisschen Sport zu machen.
Und dann werden wir uns im See abkühlen und dann geht es weiter. Wir haben eigentlich genau auf dem Polarkreis gepennt, war aber genauso wie überall sonst. Heute wollen wir offiziell versuchen, eine Urkunde zu bekommen, dafür, dass wir den Polarkreis überquert haben. Und dann soll es in Jokkmokk auch ein sehr schönes Museum geben, das auch viel für Kinder zu bieten hat. Das wollen wir uns angucken. Und dann werden wir heute versorgen müssen. Wir müssen Wasser auffüllen, wir müssen Müll entsorgen, wir müssen einkaufen, wir müssen Wäsche waschen. Das heißt, wir fahren vermutlich auf einen Campingplatz. Spätestens morgen werden wir das machen, um unser ganzes Zeug zu erledigen. Nach dem Sport kommt die kleine Abkühlung. Oh, es ist kalt, wie Sau. Also ich schätze mal, mehr als 10 Grad sind es vielleicht nicht. Ja. 12, 13 Uhr. Ich denke, dass es wärmer ist, ehrlich gesagt. Nee. So vom Gefühl her. Haben wir irgendeine Messmöglichkeit? Nee. Ich überlege gerade, aber ein Fieberthermometer misst ja nur zu viel. Ja. Oh, ich bleibe jetzt aber hier sitzen und kühle mich schön ab. Die Erkältungszeit steht bevor. Und ich weiß nicht, wer von euch das macht. Aber so Eisbaden oder kalte Bäder, am besten in so richtig kaltem Wasser. Natürlich muss man aufpassen, dass man keine Vorerkrankungen hat, weil bei bestimmten Erkrankungen kann das auch gefährlich werden. Aber das ist so ein krasser Immunbooster. Also wer gesund durch die Erkältungszeit kommen will, der sollte echt mal über sowas nachdenken. Das ist extrem gesund und vitalisierend. Genau, und wir werden das, solange wir hier in Skandinavien sind, auch regelmäßig machen. Ja, was? Das ist doch vollkommen geisteskrank. Weißt du jetzt, wie ich es meinte? Ja. Boah, das war eine richtig schöne Abkühlung. Ich denke auch für Susanne. Auf jeden Fall. Wir haben gerade diskutiert, warum hier ein Wegweiser direkt auf den See zeigt oder in den See rein. Aber in Anbetracht dessen, dass hier wahrscheinlich in 8 von 12 Monaten der See zugefroren ist, ist es auch wieder logisch. Und es ist ein Skido-Weg hier, der direkt über den See führt. So, nach dem Sport und der Abkühlung kann man sich jetzt auch mal was gönnen. Was schwimmt da drin rum? Ein Marshmallow. Na dann, Prost, heftig. Na klar. Wie, schmeckt voll eklig, ey. Ja? Ja. Oh nee. Das Kaffee mit Marshmallow. Oh nee. Laut Karte haben wir den nördlichen Polarkreis schon überquert, aber in echt noch nicht. Der kommt jetzt aber. Also hier kommt eine Raststätte, da stand jetzt auch Polarzirkel und jetzt wird es interessant. Ich freue mich. Juhu! Yippie! Souvenir und Zertifikat stand da. Können wir mal da langfahren? Na ja, klar. Okay. Wir kriegen jetzt das Zertifikat, dass wir über den Polarkreis gefahren sind. Die junge Frau füllt es hier schon für uns aus. Auf so einem Zettel musste ich hinschreiben, was sie eintragen soll.
Und so sieht das dann aus am Ende. Ich freue mich schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Beweis, dass wir hier waren. Kostet 45 Kronen, also 4,50 € oder 4 € jetzt aktuell umgerechnet. Ja, und dann haben wir jetzt ein Zertifikat. Ja, geil. Das werde ich auf jeden Fall in meine Bewerbungsmappe machen. Um die Lücke im Lebenslauf zu füllen. Um die zu rechtfertigen, genau. So, Chrissy, zu einer richtigen Polartaufe gehört ja auch ein Schnäpschen. Da hätte ich hier was für dich vorbereitet. Es ist jetzt 13:45 Uhr. Du bist die beste Frau. Gönn dir. Wer fährt denn weiter, du oder ich? Ja, du. Da kann ich es nicht trinken, da musst du Ja, trinken. dann riech nur mal dran. Oder nipp wenigstens mal so ein bisschen. Ich muss schon sagen, so Alkohol... Ist bei uns irgendwie der Running Gag, oder? Nee, Alkohol zu so einer frühen Stunde ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich nipp jetzt auch nur dran. Ich habe jetzt auch keinen Du trinkst das jetzt Ich aus. trinke jetzt hier keinen riesen Whisky um 14 Susanne, Uhr. wir sind Nein. hier am Na gut, Polarkreis. Hast du es ausgetrunken? Sie hat halt ausgetrunken. Aber ich muss jetzt nicht lange überreden, ne? Das war auch nur Apfelsaft. Und ausgetrunken. Stimmt. Wir machen manchmal so kleine Gewinnspiele bei Insta und da haben wir uns das jetzt aufgehoben, hier vom nördlichen Polarkreis die Karten abzuschicken. Mini, du darfst sie einschmeißen. Da rein? Ja. Jawolli. Da würde einer angeblich sehr viel über Lappland erzählen. Das hat es uns nicht gegeben. Und Europa. Diese Nachtfliege. So, halt es fest. Okay, auf die Plätze. Ja, Oh Mama, ich hab schon und los. So, gibt's noch einen kleinen Sticker. Hoch, du bist noch höher. Warte. Los. Ist dran. Ist dran. Ich lass dich runter jetzt. Alles gut. Lass mich los. Ich halte dich hier fest und Hilfe, 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 Hilfe. Ihr schafft das. vielleicht tut der Schnaps auch langsam weg. Ja, ich denke, es ist besser, wenn ich weiterfahre. Übrigens, ich will keine Kommentare über Umweltverschmutzung durch Sticker lesen. Wieso das denn? Naja, das habe ich schon mal gelesen auf Instagram. Ja komm, wir verschmutzen hier ja nicht die Umwelt, sondern so ein hässliches Schild, das ja Wird eigentlich an sich verschönert. schon Verschmutzung ist. Und haben das jetzt veredelt. Gut. Ja, geil. Susanne, wie ist das Gefühl nach der Polarkreistaufe? Oh, es ist unangenehm, ehrlich gesagt, weil so langsam kickt es rein, das Schnäpschen. Weißt du, wann ich mich das letzte Mal so gefühlt habe? In Schottland, als ich bei Wolfburn morgens um 11 die Whisky Distillery Führung mitgemacht habe und da irgendwie 3 jeweils 4 CL große, bis zu 54 Volumenprozent starke Whiskys getestet habe. Da kam ich 11:30 Uhr raus und war im Zauberwald. Und so ähnlich fühle ich mich jetzt auch gerade irgendwie. Ja. Ich muss gleich erstmal was essen, denke ich. Nützt ja nichts. Nee. Ne? So, wir haben uns heute mal ein bisschen Fastfood gegönnt. Das ist ein schwedischer Döner, tatsächlich. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht so genau. Okay, wir gucken mal, wie der aussieht. Aber also Das ist eher auf so jeden wie... Fall schon mal so eine Stange. Ja. Ich guck mal rein. Vielleicht das mal als Also wir haben zweimal mit Fleisch, einmal Falafel. Wie schmeckt's? Sehr gut. Meins auch. In den unendlichen Weiten Lapplands, jenem faszinierenden Flecken Erde, der sich über Teile Norwegens, Schwedens, Finnlands und Russlands erstreckt, findet sich eine Spiritualität, die so tief verwurzelt ist wie die uralten Bäume, die dort seit Ewigkeiten in den Himmel ragen.
Die Samen, das indigene Volk dieser Region, leben im Einklang mit der Natur und pflegen eine Verbindung zur Erde, die weit über das Verständnis von Religionen hinausgeht. Für die Samen ist die Natur kein bloßer Rahmen, in dem sie existieren, sie ist das Herz ihres Seins. Die Wälder, Flüsse, Berge und Tiere sind lebendig und beseelt und in dieser Sichtweise wird die Spiritualität zu einer Art Dialog zwischen Mensch und Natur. Dieser Dialog findet nicht in Worten statt, sondern in Empfindungen, Gesten und rituellen Handlungen. Lappland hat seinen ganz eigenen Rhythmus. Endloser Winter, der den Boden mit Schnee bedeckt und die Natur in eine scheinbar ewige Ruhe versetzt. Pulsierendes Erwachen allen Lebens im Frühling, magisches Licht unter der Mitternachtssonne, das die Grenzen zwischen Himmel und Erde verschwimmen lässt, und die Zeit der Ernte und des Dankes im Herbst. Der Kreislauf der Jahreszeiten wird in Lappland intensiv erlebt und spiegelt sich in der unauflöslichen Verbundenheit der Samen zur Natur wider. Hier kann man die Tiefe dieser Verbindung zur Natur spüren und verstehen, dass Spiritualität nicht immer mit Worten ausgedrückt werden muss, sondern in der Art und Weise, wie wir leben und wie wir mit der Welt um uns herum umgehen. So, ich bin gerade am Spülen. Wir wollten ja eigentlich heute auf den Campingplatz fahren, aber wir haben so lange in Jokkmokk rumgebummelt, es war nämlich wunderschön im Museum dort, dass wir jetzt erst um 8:30 oder sowas mit unseren ganzen Erledigungen fertig waren. Wir stehen jetzt in der Nähe von Gällivare, das ist wirklich ganz im Norden von Schweden, einfach hier an der Straße auf so einem großen Schotterparkplatz. Wir fahren morgen auf den Campingplatz, der hätte uns heute einfach keinen Mehrwert gebracht. Wir fahren morgen auf den Campingplatz, bleiben da 2 Tage, machen ganz in Ruhe unsere Fähr- und Entsorgung. Und ja, die Standheizung läuft. Es wird hier nämlich abends schon echt ganz schön frisch. Und gleich muckeln wir uns ein, machen es uns gemütlich und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht! Guten Morgen! Es ist herrlichstes Wetter. Ich glaube, das soll sich die nächsten Tage noch mal ändern, aber heute ist es noch so. Wir sind startklar. Wir fahren jetzt gleich auf den Campingplatz. Es ist jetzt später Vormittag. Ich habe den Morgen damit verbracht, ein bisschen zu arbeiten. Wir haben gerade alles startklar gemacht, vorne gesaugt, alles ausgeklopft, gefrühstückt in aller Ruhe. Ja, und jetzt fahren wir auf den Campingplatz. Da werden wir uns heute mit unseren ganzen Versorgungsdingen, wie zum Beispiel Wäschewaschen, befassen. Heute und morgen. Und dann fahren wir Anfang der neuen Woche in das große Naturschutzgebiet Laponia und gucken uns da mindestens einen Nationalpark an. Ich freue mich da schon richtig drauf. Jetzt machen wir erstmal die organisatorischen Sachen und nächste Woche geht es dann weiter in den Stora Sjöfallet Nationalpark, hier ganz oben im hohen Norden von Schweden. Wir sind aufgeregt, freuen uns, hoffentlich haben wir da auch noch mal schönes Wetter. Aber jetzt erstmal los zum Campingplatz. So ihr Lieben, so sieht unser Platz aus. Da ist alles voller Wäsche. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Waschmaschinen gewaschen. Ein Großteil habe ich auch getrocknet. Der Rest muss jetzt auf der Leine noch trocken werden. Allerdings ist blöderweise die Sonne jetzt an unserem Platz weg. Aber morgen kommt sie ja wieder. Dann kriegen wir es schon trocken. Und wir stehen hier direkt am Fluss, was total toll ist. Aber jetzt kommen halt auch die Mücken raus, was nicht so toll ist. Deswegen stelle ich jetzt erstmal unser Anti-Mückenschutz auf. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe die Ehre und bin mit Hedwig unterwegs. Es ist aber schon fast nach 9. Also sie hat heute richtig lange geschlafen. Wir sind in Gällivare auf dem Campingplatz
und hatten hier richtig schöne Tage. Wir haben total entspannt, wir haben unsere ganze Wäsche gewaschen, wir hatten Sonnenschein, wir waren fischen, also wir hatten es richtig, richtig schön und freuen uns jetzt drauf, dass wir heute weiterfahren in Stora Sjöfallet Nationalpark. Da kommt man mit dem Auto hin und ja, die Bilder, die wir gesehen haben bisher, die sind wirklich richtig, richtig schön, deswegen freuen wir uns total. Wir müssen vorher noch ein paar Besorgungen machen hier in Gällivare. Wir müssen noch mal einkaufen, wir brauchen noch mal Hundefutter und ja, wenn wir alles haben, dann geht's los. Man muss halt hier in Nordschweden ein bisschen mit seinen Vorräten haushalten. Hier gibt es nicht immer überall alles. Die nächste größere Stadt, also Gällivare ist eine von denen, aber wenn man irgendwie irgendwo in der Wildnis unterwegs ist, dann ist halt der nächste größere Ort meistens mehrere Stunden Fahrt entfernt, was das eben auch herausfordernd macht, sich hier aufzuhalten, vor allen Dingen für die Leute, die hier leben. Und wenn hier dann bald der Winter losgeht, nachts wird es schon richtig kalt, im Fjell hat es schon 5 Grad, wir haben jetzt noch August, also ja, der Winter steht vor der Tür, der Herbst ist schon zugange. Ja, mal schauen. Also, wir nehmen euch mit in den Nationalpark und bis später. Besser gesagt, bis zum nächsten Mal, denn in den Stora Sjöfallet Nationalpark nehmen wir euch erst im nächsten Video mit. Also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!